So, schönen guten Nachmittag zusammen. Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu dieser spannenden Session begrüßen zu dürfen. Unser Thema heute steht ganz im Zeichen des Wandels und davon, wie wir im Moment wohl alle mehr als genug erleben. Digitalisierung, neue Arbeitsformen und natürlich auch künstliche Intelligenz verändern nicht nur Unternehmen und Prozesse, sondern auch die Art, wie wir denken, arbeiten und zusammenwirken. Und genau darum geht es heute eben auch. Um Transformation, Innovation und die entscheidende Rolle der KI im IP-Bereich. Wir haben jetzt alle schon seit 2 Jahren KI als Thema und ich habe heute 2 hervorragende Gäste bei mir mit dabei. Das ist einmal Manfred Döring, Manager Intellectual Property von der Citeco, der Toni Afram, der CEO von IPQuants, und ich. Ich bin ein bisschen der Interviewleiter und gehe mit Manfred zusammen, der neben mir sitzt, deswegen schaue ich ab und zu rüber, die Fragen durch. Genau. Fragen gerne bitte zum Schluss in den Chat und die werden wir dann am Ende einfach vorlesen und ja, dementsprechend dann beantworten. Und Toni, ich würde sagen, wir starten mit dir gleich, deswegen the stage is yours. Ja, vielen Dank, lieber Marco. Ja, hallo von meiner Seite auch. Ich dachte, bevor wir jetzt ja gleich einfangen und die spannenden Einblicke von Manfred erhalten, wie die bei Citeco das umgesetzt haben mit KI, wollte ich einfach noch mal kurz erläutern, um was es eigentlich hier geht mit unserer Lösung Cucina. Was ist das eigentlich, damit wir alle auf dem gleichen Platz sind sozusagen und damit es auch einfacher die Ausführung von Manfred zu folgen. Also ganz kurz und knapp, Cucina ist ein Digital Assistant, der von Anfang an aber schon immer mit seinem eigenen Digital Cockpit ausgestattet ist. Gibt es seit 2021, entwickelt von der IPQuants. Seit 2018 gibt es uns schon. Also ist nicht nur so ein Produkt, das jetzt irgendwie auf diesen ganzen KI-Hype rumreitet. Auf die nächste Slide gehen, Marco, bitte. Was wir hier immer selber gemerkt haben, ich bin ja selber Patentanwalt, habe früher sowohl in einer Kanzlei gearbeitet, als auch habe ich eine Patentabteilung selber geleitet. Und da sind im Alltag viele Probleme entstanden. Ja, und die Realität ist einfach, dass ein Legal Professional ganze Zeit mit verschiedenen Tools sich umschlagen muss, um eine Arbeitsaufgabe zu lösen. Und dann springt man, wie wir so schön sagen, ständig zwischen verschiedenen Applikationen. Das ist nicht nur ermüdigend, ja, das erschöpft einen letztendlich auch, alle diese Passworts und hin und her hüpfen. Das birgt auch Risiken mit sich, weil jede Applikation andere Data Security Standards hat, Policies haben und so weiter und so fort. Und das in Kombination ist tatsächlich ein Problem. Auf die nächste Folie springen. Und unsere Vision war es dann letztendlich, dass es wäre eine große Unterstützung, wenn man eine Art Digital Assistant hätte, der aber bei jedem Workflow, nicht nur einem bestimmten, sondern im Alltag, ob ich jetzt einen Patent Draft mache oder eine Markenangelegenheit mache oder einen Vertrag beurteile, der mich wirklich ständig begleiten kann. Ja, wie so ein Associate, wie eine Mitarbeiterin, die ständig mit mir an diesen Sachen arbeitet. Und der einzige Fokus, den wir natürlich dann haben in der Rechtsbranche, ist auch, dass die Qualität besser sein soll am Ende des Tages. Ja? Er soll uns jetzt nicht ersetzen, ich will ja noch federführend sein als Mensch, aber das war die Vision und das haben wir gebaut mit der Cucina-Lösung. Ja, etwas, das uns ständig begleiten kann. Und wenn wir auf die letzte Slide gehen, bevor ich dann gleich zu Manfred übergeben darf. Und ich habe es schon kurz erwähnt, und die einzige North Star, wie man so schön sagt, ist für uns Qualität. Ja. Und deswegen haben wir auch einen anderen Ansatz als viele andere. Also wir können gewährleisten, dass Cucina immer alles liest, was man Cucina gibt. Also jede Seite, die meisten Tools im Markt, die wählen nur schnäppchenweise die relevanten Absätze aus. Und da können wir auch gerne in Zukunft, Sie können uns gerne jederzeit ansprechen, das weiter ausführen. Aber eine ganz bestimmte Denkweise liegt dahinter, wie diese Dokumente verarbeitet werden, wie die Eingaben eines Users verarbeitet werden von Cucina mit Fokus auf Qualität und natürlich auf Datensicherheit. Ja? Dass, ob ich jetzt ein PDF habe in meinem Cockpit, eine Word-Datei und PDF nebeneinander oder sogar Chatten und PDF, spielt keine Rolle. Ich habe eine Oberfläche. Diese eine Oberfläche lässt mich alles machen. Mit diesem einen Oberfläche kann ich von einem Draft gehen,
zu einem finalen Schreiben, E-Mail kreieren und dann auch eine Word-Datei erstellen oder einfach nur mal eine PDF-Datei markieren und dann auch mit einem Kollegen oder Kollegin teilen. Und alles das aus einer einzigen Oberfläche werden wir ständig die Datensicherheit gewährleisten. Und ich hoffe, dieser Überblick hat so ein bisschen jetzt geholfen, uns zu verstehen, was ist unsere Lösung hier eigentlich. Das Einzigartige ist, dass wir diesen Cockpit haben, der es erlaubt, alle Workflows aus einer Schnittstelle zu bearbeiten. Und jetzt übergebe ich dann gern an den Manfred. Und vielen Dank, Manfred, auch für deine Zeit heute. Und ja, ich freue mich. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank, Marco und dich. Und danke auch an dich, Toni, vor allem für den kurzen Einblick zu Cucina und die Überleitung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, um euch zu berichten, wie wir bei Siteco die Transformation im IP-Bereich erleben, ja, und welche entscheidende Rolle künstliche Intelligenz dabei für uns spielt. In den nächsten Minuten möchte ich aber erstmal auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, über zuerst einen Blick auf die Transformation der Siteco von einem Geschäftsbereich von Siemens hin zu einem eigenständigen, agilen Unternehmen aufzeigen. Danach beleuchten wir die damit einhergehenden technologischen Umbrüche, weg von der konventionellen Leuchte hin zur intelligenten Lichtlösung. Wir werden sehen, wie diese auch unsere Arbeitswelt verändert hat. Abschließend zeige ich euch, welche Erfolge wir bereits erzielen konnten, von welchen neuen Herausforderungen wir nun stehen und wie wir planen, mit Hilfe von KI-Tools wie zum Beispiel Cucina diese zu meistern. Ich würde sagen, Marco, wir starten mit der ersten Folie. Meine erste Folie steht für ein ganz großes Thema, nämlich Transformation. Für mich persönlich passt dazu perfekt das Sprichwort: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und genau dieser Gedanke beschreibt für mich exakt die Reise, auf der wir bei Siteco sind. Eine Reise voller Herausforderungen, ja, aber eben auch voller riesiger Chancen und Erfolge, von denen ich jetzt gerne berichten werde. Wie der Zeitstrahl der Siteco zeigt, Transformation hier sehr essentiell zu sehen. Wir haben am besten einen Blick auf unsere Geschichte. Der Zeitstrahl visualisiert unsere beeindruckende Entwicklung. Unsere Wurzeln reichen, wie man sieht, bis 1862 zurück mit der Gründung von Siemens. Und schon damals, 1882, wurde mit der ersten elektrischen Straßenbeleuchtung in Berlin ein essentieller Meilenstein gesetzt, der unsere DNA als Innovator bis heute prägt. Nach wichtigen Schritten wie dem Produktionsstart in Tranreuth 1949 kam es dann 1997 zum ersten großen Wandel: die Gründung der Siteco und damit der Abschied von Siemens. Es folgte eine Phase als eigenständiges Unternehmen in Eigentum von Investoren, bis wir 2011 Teil von Osram wurden. Der entscheidende Wendepunkt 2019, der Carve-out, machte uns wiederum zu einem unabhängigen, schlagkräftigen Mittelständler unter Stern Stewart Industries. Diese unternehmerische Eigenständigkeit gab uns die Freiheit, unsere Wege neu zu definieren und uns als führender Lösungsanbieter zu etablieren, was sich auch in den jüngsten Zukäufen von Sixdata, Bergmeisterleuchten und LED Lighting zeigt. Das Thema Transformation hat uns also zu dem Punkt geführt, wo die Siteco heute steht. Unsere Mission stützt sich auf 3 zentrale Säulen. Die erste ist die Nachhaltigkeit. Für die Siteco kein leeres Modewort. Wir handeln für eine grünere Zukunft. Unsere Technologien reduzieren konkret den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen, ja, und die Betriebskosten für unsere Kunden. Die zweite Säule, die Flexibilität. Wir gestalten die digitale Zukunft des Lichts. Das bedeutet integrierte, vernetzte Infrastrukturen. Und ganz wichtig, offene Standards. Das gibt unseren Kunden maximale Anpassungsfähigkeit und vor allem Investitionssicherheit. Ja, und die wichtigste Säule zum Schluss ist die Lebensqualität. Bei all, was wir tun, setzen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Denn die richtige Lichtqualität schafft Wohlbefinden, Motivation und Sicherheit. Und das in allen Anwendungsbereichen, wie wir hier sehen, wenn es um professionelle Beleuchtung geht, von der Industrie
über das Büro bis hin zu Sport- und Eventbeleuchtern. Diese drei Werte Nachhaltigkeit, Flexibilität und Lebensqualität werden aber erst durch die Menschen dahinter mit Leben gefüllt. Und das bringt mich zu dem, was unser Team bei CETICO so besonders macht. Es ist zum einen unser tiefes Verständnis für die Bedeutung des Lichts. Es ist für uns mehr als eine Helligkeit. Licht ist Taktgeber, Licht ist Energiequelle und Licht ist ein Garant für Sicherheit. Zum anderen ist es unser Erbe der Innovation. Ich hatte es vorhin mit der ersten Straßenleuchte in Berlin erwähnt. Dieser Geist zieht sich durch bis heute, wo wir hochflexible, nachhaltige Beleuchtungslösungen für den professionellen Einsatz entwickeln. Ja, und wer steckt dahinter? Das Team. Rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit mit unserem weiterhin fest verankerten Hauptsitz in Traunreut, Bayern. All das mündet wieder in unseren Werten. Wir stehen für herausragende Lichttechnologie und Lösungen, die konsequent auf den drei Säulen basieren, die ich gerade genannt habe. Nachhaltigkeit, Flexibilität und Lebensqualität. Diese unternehmerische Transformation, von der ich gerade sprach, ging Hand in Hand mit einer tiefgreifenden technologischen Veränderung einher. Meine nächste Folie zeigt es euch. Wenn wir zurückschauen auf gestern, die klassische Leuchtenwelt, der Produktfokus lag sehr klar auf Mechanik und Optik, die Lampe, das Leuchtmittel und eine standardisierte, austauschbare Komponente, die definitiv nicht in der Entwicklungshand der CETICO lag. Die IP-Landschaft war damals dementsprechend überschaubar, der Wettbewerb bekannt und stark fokussiert. Ja, und heute? Wir leben in einer Ära der intelligenten Beleuchtung. Unsere Produkte sind komplexe elektronische Systeme. Man kann sich vorstellen wie beim Smartphone, intelligent, vernetzt, datengenerierend. Was dementsprechend zu einer regelrechten Explosion neuer Technologien geführt hat, wie Software, Funkstandards und so weiter. Und unser Wettbewerb, der ist heute global, fast unüberschaubar und kommt aus den verschiedenen Branchen. Kurz gesagt, die technologischen Spielregeln haben sich für uns im IP-Bereich komplett geändert. Transformation im IP-Bereich, die Arbeitswelt. Diese technologischen Veränderungen ist nur die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig, wie wir hier sehen, hat sich auch die allgemeine IP-Arbeitswelt massiv gewandelt. Wo kommen wir hier? Viele kennen das noch, die klassische Papierarbeit. Keine Vernetzung, Wissen ist in den Aktenordner begraben. Wer was gesucht hat, hat wirklich gesucht. Erstmal den richtigen Ordner, dann durch viele, viele dicke Ordner durchgeblättert, durchgelesen, vielleicht mal was übersehen. Es war alles sehr unüberschaubar und mit wahnsinnig viel menschlicher Energie verbunden. Wo stehen wir heute? Wir haben zwar digitale Systeme, aber oft sind wir Menschen noch die Schnittstelle, die Daten von A nach B trägt. Die Vernetzung ist für mich definitiv noch nicht durchgängig. Wo geht die Reise hin? Naja, für mich ist das Ziel klar. Die beste Vernetzung der Systeme, damit der Mensch sich auf Inhalte konzentrieren kann, um seine Work Flourishing zu erreichen. Und genau hier liegt die eigentliche Herausforderung und gleichzeitig unsere große Chance. Wir müssen diese beiden Entwicklungen, die technologische Komplexität von außen und die digitale Arbeitswelt von innen, die letzten beiden Folien zeigten, intelligent miteinander vernetzen. Dass es uns gelungen ist, genau diese Herausforderung anzugehen und diese beiden Welten strategisch zu verbinden, zeigt meine nächste Folie. Hier ist unsere Kostenentwicklung im IP-Bereich zu sehen. Die schwarze Linie, die die Gesamtkosten darstellt, zeigt einen ganz klaren und kontinuierlichen Abwärtstrend seit dem Carve-out. Und jetzt kommt für mich eigentlich das Entscheidende. Wir haben das geschafft, ohne unser IP-Portfolio zu reduzieren. Das Portfolio ist auf dem gleichen hohen Niveau geblieben. Wir haben also nicht an Substanz verloren, sondern rein an Effizienz gewonnen. Ein entscheidender Hebel dafür war, dass wir mit den richtigen strategischen Partnern
an unsere Seite geholt haben, zum Beispiel Brandstock oder Crestel, aber das sind definitiv nicht die einzigen beiden Partner. Es gibt noch ein paar mehr auf unserer Liste, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Wer das mit dem Portfolio nicht glaubt, dem sei es freigestellt, mal zu recherchieren und zu schauen, wie sich Trademarks oder Patents bei der SITECO auf die letzten 5 Jahre verändert haben. Der Erfolg war mir nur eine nette Effizienzsteigerung, aber überlebenswichtig, denn diese Einsparungen haben uns den nötigen finanziellen Spielraum und die Resilienz gegeben, um unvorhergesehene äußere Einflüsse, wenn man auf den Zeitstrahl blickt, das war die Corona-Krise und die konnten wir erfolgreich bewältigen. Dieser Erfolg war also nicht nur das Ergebnis unserer Transformation, sondern auch die notwendige Grundlage, um in einem unsicheren Umfeld handlungsfähig zu bleiben und unseren Weg weitergehen zu können. Wir haben also gesehen, wo wir herkommen und welche beeindruckenden Erfolge wir durch unsere Transformation und die richtigen Partnerschaften bereits erzielen konnten. Aber eins ist klar, der Wind der Veränderung geht weiter. In meiner vorerst letzten Folie möchte ich die zentrale Herausforderung, vor der wir heute stehen, noch einmal zusammenfassen. Auf der einen Seite haben wir eine steigende Komplexität und ein wachsendes Volumen im Arbeitsaufwand. Zum Beispiel, es gibt mehr FTOs oder Erfindungen. Gleichzeitig sollen und wollen wir unsere Ressourcen im Team aber konstant halten. Und obendrauf verlangt der Markt nach immer kürzeren Reaktionszeiten und einem agileren Vorgehen. Die entscheidende Frage ist also nicht nur, wie wir das technisch bewältigen, sondern vor allem auch die menschliche Frage, die ihr hier seht. Wie können wir die Last für das Team verringern und wieder mehr Freiräume für Kreativität und Freude an der Arbeit schaffen? Was uns im Weiteren zu der großen strategischen Frage führt: Kann KI ein hilfreicher Ansatz sein, um mit wenig Aufwand mehr zu erreichen und unsere Innovationsgeschwindigkeit nachhaltig zu unterstützen? Ich glaube, es ist ein perfekter Punkt, Marco, um dich wieder ins Spiel zu bringen. Absolut. Denn genau über diese Frage und unsere erste praktische Erfahrung bei SITECO wolltest du mit mir jetzt im Interview sprechen. Genau. Und danke, Manfred, dass du deine Eindrücke und deine Herausforderungen vor allem von SITECO geschildert hast, wo ihr herkommt, wo ihr hingegangen seid. Wie bist du denn konkret vorgegangen, um eine Lösung zu finden, und wie kam es zur Implementierung deines KI-Prozesses? An der Stelle, der Ausgangspunkt war, dass ich mich ganz offen mit den verfügbaren KI-Tools auseinandergesetzt habe. Also ich habe mich bewusst nicht sofort für eine Lösung festgelegt, wie zum Beispiel Cosina, sondern ich habe eine Art persönlicher Machbarkeitsstudie durchgeführt, also eine Art Feasibility Study. Dabei habe ich mir die allgemeinen bekannten Tools wie zum Beispiel ChatGPT oder Microsoft Copilot in den Pro-Versionen getestet. Und zwar nicht nur für den reinen IP-Bereich, sondern bewusst auch für andere Aufgaben aus der Legal-Abteilung, wie zum Beispiel im Contract Management. Die genannten Tools sind meiner Meinung nach beeindruckend für allgemeine Textarbeiten, Brainstorming oder schnelle Zusammenfassung. Ich habe aber auch schnell gemerkt, dass diese Tools für unsere spezifischen Aufgaben, wo es auf Präzision, Kontext und vor allem Nachvollziehbarkeit ankommt, an ihre Grenzen stoßen. Der entscheidende Schritt war dann der direkte Vergleich mit einem speziellen Tool, wie zum Beispiel Cosina, aber nicht nur Cosina. Das hat mich einmal mehr zu der zentralen Erkenntnis geführt, dass ich die heutige Arbeitswelt und deren Aufgaben generell neu betrachten muss. Für mich also gibt es einen Begriff, der Ansatz, ich nenne ihn Reframing. Mein erster Gedanke war, die Aufgaben klar zu splitten, die allgemeinen Tools für das eine und Cosina für das andere. Im Test
in der Praxis ist dann was ganz Entscheidendes passiert. Und das war die eigentliche Überraschung für mich. Cucina übernimmt mittlerweile auch sehr dominant Aufgaben, die ich ursprünglich den anderen Korrekturen zugedacht hatte. Der Grund ist einfach, die Integration in einer einzigen sicheren Umgebung und die durchgängig hohe Qualität der Ergebnisse machen es viel effizienter, direkt in Cucina zu bleiben, anstatt zwischen Systemen zu wechseln. Es ist also nicht nur ein geskillter Assistent für die Tiefe, sondern es entwickelt sich immer mehr zum zentralen Hub für fast alles, was meine KI-gestützten Aufgaben betrifft. Und du hast dich dann im Mai hast du dann angefangen, Cucina zu lizenzieren. Und die nächste Folie, die zeigt jetzt hier erstmal schon mal eine klare Abfolge an klaren Erkenntnissen von dir. Kannst du uns ein bisschen durch diese Learnings führen und kannst du mir mal auch ein bisschen oder uns erzählen, was dich denn in der Evaluierungsphase hier so am meisten überzeugt hat von diesen Punkten? Ja, gerne, Marco, mache ich. Der ganze Prozess war für mich eine Art Reise. Am Anfang stand die Erkenntnis der hohen Antwortqualität. Im Vergleich zu den generischen Tools waren die Ergebnisse einfach präziser und kontextbezogener. Das hat schnell dazu geführt, dass Cucina für mich zum echten Sparingspartner im Arbeitsalltag wurde, mit dem ich Ideen, Analysen durchspielen kann. Aber der eigentliche Gamechanger für mich war dann der strukturierte Aufbau der Sessions. Das ist nicht nur für mich, für meine persönliche eigene Arbeit wichtig, um den Überblick zu behalten. Es ist Grundlage für eine völlig neue Art der Zusammenarbeit. Ich kann ein KI-Projekt anlegen, meine ersten Analysen machen und ein Kollegen oder eine Kollegin kann nahtlos an genau der Stelle einsteigen und weitermachen, wo ich es beendet habe. Das ist alles in einer Session transparent dokumentiert und ich kann diese Sessions von einem zum anderen transportieren. Jeder baut seine Erkenntnisse dazu und am Ende des Tages ist es eine runde Sache. Und es geht noch weiter. Ich kann diese strukturierten Sessions zu Zusammenfassungen oder zu einer Klauselanalyse oder einer Recherche ganz gezielt und formatiert zur weiteren Bearbeitung übertragen. Zum Beispiel einen Bericht oder eine E-Mail. Der Grund, warum alles so gut funktioniert, meiner Meinung nach, liegt für mich in den letzten beiden Punkten. Das Tool ist elementar vorkonfiguriert und es hat einen klaren, lösungsorientierten Ansatz. Es ist eben kein allgemeines Werkzeug, so wie die erstgenannten, sondern es wurde für mich genau für unsere IP- und Legal Workflows entwickelt. Und es versteht daher von Anfang an, was das Ziel meiner Arbeit ist. Ja, das ist sehr praxisnah. Und du hast ja schon einige unterschiedliche Cases ausprobiert. Wir haben ja angefangen mit dem Vertragsmanagement damals. Meine erste Frage an dich ist, als du vom Vertragsmanagement umgestiegen bist, ich sage jetzt mal auf die weiteren Skills, die ja Toni auch gerade vorgestellt hat vorhin schon, wie schwierig war es denn für dich von Contract Management in die anderen Skills reinzuspringen erstmal? Total unkompliziert. Das ist total unkompliziert, weil egal wie ich in ein Projekt einsteige, ich habe immer die Möglichkeit, in dem Projekt von einem Skill zum nächsten zu wechseln. Also du musst dir das vorstellen, du bist der Waggon, der am Güterbahnhof am Abrollhügel steht und am Zug zugewiesen wird. Ja, klassisch rollt man den Berg runter, die Weichen sind gestellt und du wirst an den Zug angedockt und es ist deine Linie, die du fährst. Punkt. Heute habe ich die Möglichkeit zu sagen, fix, ich möchte von Gleis 16 auf Gleis 3 rüber. Und ich kann mit einem Klick bin ich da drüben. Und wenn ich der Meinung bin, ich mache jetzt einen anderen Skill und ich muss jetzt auf Gleis 8, na dann wieder auf Gleis 8. Und wenn ich dann wieder der Meinung bin, ich muss wieder zurück, dann kann ich da hin und her. Und es gibt niemanden, der gefrustet ist, weil ich permanent von A nach B springe, sondern ich kann so lange springen, bis ich ein gutes Gefühl habe. Und es geht einfach, das ist easy. Okay. Und du nennst jetzt hier noch den Punkt, nennen wir Freedom to Operate Analyse. Wie bist du da vorgegangen bei diesem Prozess zum Entwickler-Input
bis zur finalen Recherche? Oder ja, wie hat sich der Prozess bei dir verändert? Freedom to Operate. Freedom to Operate ist meiner Meinung nach ein verdammt gutes Beispiel, weil es den gesamten Workflow von Anfang bis zum Ende zeigt. Du musst dir mal den typischen Input von einem Entwickler vorstellen. Das ist oft Entwicklersprache in Reinform. Ja, der Entwickler kommt mit ein paar Skizzen, man hat eine Zeichnung, man hat ein Flussdiagramm, vielleicht hat er mal eine technische Zeichnung oder der Entwickler kommt noch mit kargen Stichworten, weil was Entwickler eigentlich gar nicht gern tun, ist, irgendwie sauber mit Texten irgendwas zu beschreiben. Also bisher war das der Startpunkt für einen sehr manuellen, interpretativen Prozess. Hier agiert für mich Cosina wie so ein intelligentes Übersetzungstool. Ja? Ich kann diese minimalen Informationen nehmen und die KI hilft mir, die Kernkonzepte dahinter zu extrahieren und daraus eine erste robuste Suchstrategie zu formulieren. Wenn mir der erste Wurf nicht gefällt, ich habe es vorhin gerade gebracht, das Beispiel mit den Bahngleisen, naja, dann schleife ich halt noch ein bisschen nach. Also ich kriege in relativ kurzer Zeit eine gute Suchstrategie formuliert und jetzt kommt das smarte Teil, der weit über die einfache Recherche hinausgeht. Weil ich kann jetzt Cosina anweisen, die Aufbereitung der Ergebnisse für die weitere Verarbeitung in unseren speziellen Recherchetools zu optimieren. Ich kann zum Beispiel sagen, bereite mir die Suchstrategie so auf, dass ich sie direkt in Sophia, der KI von Orbit, verwenden kann. Aber es geht nicht nur für Sophia, also ich habe es auch für andere Tools getestet. Es geht sogar mit Espacenet. Also ich kann mir von Cosina wirklich die Suchen so aufbereiten lassen, dass ich sie in andere Tools übertragen kann und dementsprechend weiterverarbeiten kann. Ja, und dann liefert man natürlich das Tool dementsprechend genau die Syntax und die Anforderungen des Toolsystems aus. Um den Prozess noch einen kompletten Alles zu machen, gehen wir wieder zurück auf Sophia und Orbit. Es gibt sogar eine direkte Importschnittstelle zu Orbit. Kleine Werbung für Orbit. Entschuldigung. Das bedeutet, ich muss die aufbereiteten Suchergebnisse nicht mehr manuell übertragen. Das vereinfacht die Weiterverarbeitung massiv, spart Zeit und vor allem es eliminiert Fehlerquellen. Also der gesamte Workflow von der rohen Idee des Entwicklers bis zur fertigen dokumentierten Recherche in Orbit wird dadurch hocheffizient und durchgängig. Okay. Ja, hast du schon echt viele Sachen gemacht. Ich meine, du bist ja ein ehemaliger Projektmanager. Und meine nächste Folie hier zeigt das digitale Cockpit. Sieht für mich erstmal wie eine zentrale Arbeitsumgebung aus. Kannst du uns erklären, warum dir dieses digitale Cockpit einen Mehrwert geboten hat und ja, welchen Vorteil es dir generell geboten hat? Ja, genau. Das digitale Cockpit ist für mich eigentlich die Lösung für ein essentielles Kernproblem, wenn es um KI geht. Ja, ich will KI nutzen, aber ich will als Mensch am Steuer bleiben und die Ergebnisse leicht überprüfen können. Das Cockpit vereinfacht die Ansicht des Dokuments und die Chat-Funktion in einer einzigen integrierten Umgebung. Also ich sehe immer direkt die Quelle, auf die sich die KI bezieht. Und wer schon mal mit anderen Tools gearbeitet hat, auch mal so im Privaten, es wird schwierig, wenn man so mit den verfügbaren Tools sehen möchte, wo kommen denn die Daten her? Ja, also ich kann es nicht nachprüfen, ob die Aussage belastbar ist. Ja, das schafft nicht nur Vertrauen und Transparenz für mich, sondern ist auch die Basis für eine einfache Zusammenarbeit im Team. Wir können also gemeinsam in einer Session arbeiten und jeder kann jederzeit nachvollziehen, wie ein Ergebnis zustande kam. Und diese transparente, kollaborative Umgebung ist die perfekte Grundlage für den nächsten logischen Schritt, nämlich die eigentliche Standardisierung unserer Arbeitsprozesse. Ja, und da kommt ja auch dann wieder KI ins Spiel sozusagen, also hauptsächlich viel KI ins Spiel. Wir haben ja ein paar Beispiele mal rausgeholt, wo für dich das wichtig ist. Und da haben jetzt mal zum Beispiel die Standardisierung von den Workflows genannt. Wie funktioniert denn diese Standardisierung jetzt so in der Praxis? Ein bisschen auch in Bezug auf dieses digitale Cockpit, aber auch, wir sagen es mit der KI. Naja, das digitale Cockpit gibt mir eigentlich die Plattform. Ja? Und die Standardisierung ist
ein Hebel, um diese Plattform maximal nutzen zu können. Und ich denke mal, ein super Beispiel dafür ist eine Markenanalyse. Speziell die Überprüfung zum Beispiel von Markennutzung. Marco, du kommst ja aus der Markenwelt. Jetzt stell dir mal vor, du musst nachweisen, wie eine unserer Marken tatsächlich am Markt genutzt wird. Dafür analysierst du die verschiedenen Unterlagen, Webseiten, Broschüren, Marketingmaterial. Naja, früher definitiv war das eine sehr manuelle Fleißarbeit, bei der man die relevanten Stellen mühsam zusammensuchen musste. Jetzt haben wir für Cuisina einen Standardprompt entwickelt. Und nicht nur dafür übrigens, sondern für viele andere Sachen mittlerweile auch, den ich auf diese Dokumente anwende. Der Prompt weist Cuisina zum Beispiel an, analysiere diese Dokumente auf die Nutzung der Marke X, extrahiere, für welche Produkte oder Dienstleistungen sie konkret verwendet wird und stelle die Ergebnisse in einer Tabelle dar. Also alles, was ich jetzt sagen würde, Marco, wenn du mein Assistent wärst und ich werde zu bequem, diese Arbeit durchzuführen, wir sagen, Marco, mach doch mal bitte. Ja? Und ich erkenne ja den Marco als fleißigen Mitarbeiter an und weiß, der Marco, wenn er ihm das jetzt gibt, der braucht ja mindestens 3 Arbeitstage dazu. Mache ich das mit Cuisina, dann habe ich es in 3 Minuten spätestens. Ja, und vor allem ist der Spaß auch nicht gerade der größte. Ja, am Ende ist das Ergebnis eine vollständig automatisierte, aber vor allem strukturierte und immer gleiche Ausgabe. Ja. Das macht es einfach, Nutzungsnachweise für eine Markenverlängerung oder in einem Streitfall zusammenzustellen und sichert eine konsistente Qualität, egal welcher Art von Dokumenten ich analysieren möchte. Ja, und wir wollten ja eigentlich einen Prompt von Manfred hier zeigen, aber wir haben tatsächlich festgestellt, das ist jetzt Manfreds Intellectual Property. Deswegen hat uns der Toni einen Prompt zur Verfügung gestellt. Toni, danke dafür. Hier sehen wir einmal so diesen Prompt, wie man da ungefähr vorgeht auf der rechten Seite und das Ergebnis. Das ist jetzt natürlich, es kann sich in vielen verschiedenen Varianten widerspiegeln. Ich gehe nochmal zurück. Prompt und dann das Ergebnis. Und es hilft bei Figuren weiter, wie man es hier sieht. Beim Verstehen der Figuren ist ja nicht jeder, fängt ja nicht jeder als Experte an. Manche lernen ja auch gerade. Und da ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilfreich, vor allem auch. Da würde ich jetzt ganz gerne mal reingrätschen. Also das Wichtigste also bei sowas ist, der Mensch neigt immer gerne dazu, zu komplex die Themen anzugehen, auch um Prompt dann zu komplex zu schreiben. Für Cuisina ist es vielleicht nicht gar so essentiell, schlank zu starten, aber generell sollte man die richtige Dosis finden und erstmal klein starten, zu schauen, die Systeme auszureizen, was passiert, um dann den Prompt immer weiter ausbauen zu können. Ja? Und dann baut man sich vielleicht so eine Prompt-Struktur auf, wo man sagt, ich habe mal einen standardisierten Ablauf, wo die nacheinander durchgehen. Okay. Jetzt kommen wir eigentlich schon zur letzten Interviewfolie tatsächlich, Manfred, und die fasst ein bisschen so die Lern- und Mehrwerte durch den KI-Einsatz zusammen. Wenn du die Punkte hier ansiehst, also wir haben jetzt Kosten, Zeit, Qualität und den Menschen. Kosten, Zeit, Qualität ist ja so der Klassiker. Das ist ja die größte Herausforderung bei uns allen, aber wir haben ja auch den Menschen drin. Was ist denn dir am wichtigsten? Also wir können es ja schon denken, aber erzähl mal, was ist denn für dich am wichtigsten von diesen Naja, also für mich persönlich ist es sowieso die wichtigste Folie, denn sie bringt alles auf einen Punkt. Weißt du, schon vor weit über 30 Jahren, Marco, zu Anfang meiner Projektmanagerzeit, haben wir immer über das magische Dreieck aus Kosten, Zeit und Qualität gesprochen. Das Wichtigste war, dieses Dreieck in Balance zu halten. Ja, das war immer eine Grundanforderung in allem, was wir taten. Aber heute, im Zeitalter der digitalen Transformation, reicht mir einfach das zweidimensionale Bild nicht mehr. Also für mich persönlich, ich möchte das Dreieck in einen dreidimensionalen Körper verwandeln. Eine Pyramide, so wie man es jetzt rechts oben am Bildeck sieht. Ja? Die Basis dieser Pyramide bilden weiterhin Kosten, Zeit und Qualität. Aber die Spitze, der entscheidende Punkt, der alles zusammenhält und dem Ganzen seinen Wert gibt, ist der Mensch. Er ist für mich wie ein Diamant im Fokus. Er ist nicht nur die wertvollste Ressource, was wir haben, sondern er ist auch das entscheidende Bindeglied zwischen den Systemen zu anderen Menschen, im Unternehmen, in der Arbeitswelt, in allem, was wir tun.
Und hier kommt die KI ins Spiel. KI ist die Unterstützung, die wir dieser Pyramide geben. Ja? Sie stabilisiert die Basis, indem sie Routineaufgaben automatisiert, die Qualität sichert und Prozesse beschleunigt. Aber ihr wahrer Zweck ist es doch, die Spitze zu entlasten. Sie gibt uns Menschen den Freiraum und die Kraft, genau das zu tun, was uns unersetzlich macht. Strategisch zu denken, kreativ zu sein, zu interpretieren und vor allem finale Entscheidungen zu treffen. Also KI hilft uns, dieses ganze Gebilde in Balance zu halten, damit der Mensch an der Spitze seine Rolle als strategisches Zentrum voll ausfüllen kann. Und genau das ist für mich der Kern von Work Flourishing. Danke, Manfred. Danke. Das war echt aufschlussreich. Ich habe ja schon mit vielleicht einigen von den Zuschauern viele Meetings bezüglich Cortina gehabt. Aber ich finde dieses Bild mit Blick auf den Menschen in dem orangenen Punkt da, die Spitze der Pyramide sozusagen, extrem interessant, weil es einen neuen Blickpunkt gibt. Und ich finde auch so ein wichtiges Statement tatsächlich von dir gewesen für diese aktuelle KI-Diskussion. Wenn wir jetzt mal den Ansatz Mensch gegen Maschine sehen, was ja Human versus Machine, wie man so auf Englisch sagt, sehen, dann ist es natürlich vielleicht, sollten wir vielleicht den Blick ein bisschen ändern darauf, zu sagen, anstatt Mensch versus Machine, Machine helps human, assist human. Und du hast ja Cortina oft als deine Mitarbeiterin bezeichnet, kann ich tatsächlich sagen. Wir haben schon sehr viel mit Cortina zusammen auch gearbeitet, auch wir beide. Und ich will mich einfach nochmal bedanken für unser Interview. Du hast jetzt, glaube ich, noch ein kleines Fazit zu der ganzen Geschichte. Und deswegen will ich einfach die Bühne eigentlich schon wieder dir geben. Dann komm bitte zu meiner letzten Folie, zu meiner Schlussfolie. Also vielen Dank, Marco, nochmal. Also ich hoffe vor allem, unser Gespräch konnte allen einen guten Einblick geben, wie wir das Thema KI ganz praktisch angehen und welche Potenziale wir darin sehen. Wir haben einen Vortrag mit dem Sprichwort vom Wind der Veränderung begonnen. Nach allem, was wir durchlebt haben, die Transformation, die neuen Technologien, die veränderte Arbeitswelt, ist unsere Antwort darauf heute klarer denn je. Wir bei Siteco bauen Windmühlen. Die Folie ist mein persönlicher Bauplan dafür. Sie fasst zusammen, was uns bewegt, wie wir das IP-Management von morgen aktiv gestalten können. Unser Ansatz ist, wie das Akronym zeigt, proaktiv. Es geht darum, Prozesse zu verschlanken, transparent zu sein und vor allem den Kosten-Nutzen-Faktor zu schärfen und Verantwortung klar zu definieren. Und genau hier schließt sich der Kreis zu unserem Gespräch zu Tools wie Cosina. Für mich ist KI kein Selbstzweck, sondern das entscheidende Werkzeug, um diesen proaktiven Ansatz mit Leben zu füllen und unsere Windmühlen nicht nur zu planen, sondern auch schlagkräftigen Betrieb zu nehmen. Sprich, wir warten nicht ab, was die Zukunft bringt, wir werden sie aktiv mitgestalten. Das war's. Vielen Dank, Marco. So, sind wir die Cortina früher fertig als vielleicht jemand anderes. Toni, Seite, Manfred, vielen Dank. Fand ich super spannend. Ich finde das natürlich immer wieder spannend, wenn man sieht, man setzt so ein Tool in die Welt und dann bringt jemand wie du das auf den nächsten Level. Also danke für deine Einblicke. Auch ich fand das total spannend. Ja, jetzt wieder ans Publikum. Ihr könnt gerne Fragen stellen an uns. 2, 3 Fragen haben wir sicher noch Zeit. Es hat eine Fragebox hier. Einfach die Frage in den Chat werfen, dann würden wir das hier sehen. Allgemeine Fragen, wenn ich gar keine kriege, dann kann ich immer so die Top 3 auswählen, was ich so in den Demos sehe und so weiter. Klar, es wird sicher eine Frage sein, kriegen wir die Folien, wird das recorded? Wir haben ja die Registerdaten hier von jedem, da könnt ihr sicher sein, dass wir ein Follow-up machen. Wir sind auch bei der IP Service World, diejenigen von euch, von Ihnen, die im IP-Bereich unterwegs sind, die ist ja in 2 Wochen. Ich glaube, der Manfred, du hast gesagt, du wirst auch vor Ort sein.
Also uns einfach mal kontaktieren, wenn jemand uns da treffen möchte. Ich schaue so ein bisschen auf den Chat, da kommt gerade nichts. Also ganz allgemein jetzt, wie viele nutzen Cucina und wie lange hat das Anlernen des Nutzers, hier ist eine, ich muss mal draufklicken, der Nutzer gedauert. Das ist immer so eine persönliche Frage. Natürlich, Cucina wird heute benutzt, genaue Zahlen überfahren wir nicht, aber es sind über 4000 Nutzer weltweit, von Japan, Australien bis Süd- und Nordamerika und natürlich hier in Europa ganz stark. Ja, wie lange dauert das Anlernen der Nutzer? Das Wichtige ist ja auch, es ist ja ein großes Team dahinter hier. Es hat das Knowledge Base, Videos und ich glaube, Manfred kann das auch sehr gut beantworten. Ich gebe die Frage gleich weiter, aber in der Regel ist es eine kurze Lernphase. Manfred. Das Anlernen von Cucina. Tja, also Nutzen bei uns im Unternehmen, wir haben 4 Nutzer im Unternehmen. Auf einen Nutzen möchte ich im Speziellen eingehen. Das ist die Sarah, ist eine Werkstudentin bei mir im Team. Die Sarah hat 40 Arbeitstage jetzt rund bei Cucina, bei Citeco, Cucina, Hilfe. 40 Arbeitstage bei Citeco. Na klar, mit den ersten Arbeitstagen muss man erstmal das Unternehmen kennenlernen, die Arbeitswelt kennenlernen, die Arbeit kennenlernen. Aber nach 40 Arbeitstagen, die Sarah ist mittlerweile so weit, ihr könnt es euch nicht vorstellen, die nimmt Cucina, um für Excel Skripte schreiben zu lassen. Die hat vorher noch nie mit KI gearbeitet. Die hat innerhalb der kurzen Zeit diesen Spirit aufgenommen und ich habe zu ihr gesagt, reizt das Ding aus. Ja? Sie hat aber auch das Microsoft Direct Tool und wo sie mit dem Microsoft Tool am Ende ist, um die Microsoft Welt mit Hilfe die Hilfe zu finden für die Microsoft Welt und hier die Unterstützung zu bekommen, dann hört sie auf, dann geht sie zu Cucina rüber und dann kriegt sie Antworten. Und die Scripts, die funktionieren und nicht nur die Scripts funktionieren, es funktioniert wahnsinnig viel. Und das zeigt eigentlich, dass wenn man möchte, wenn man mit kleinen Schritten beginnt, dass dieser Lerneffekt, dieses Verstehen sehr schnell kommt. Und das Essentielle aber ist, man muss mit dem Tool reden, als wie wenn man einen Assistenten hat, dem man die Arbeit zuweist. So klar, wie ich meinen Assistenten die Arbeit zuweisen kann, wenn ich die so klar dem Tool zuweise, dann wäre er auch sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ja, danke Manfred. Und ich glaube allgemein zu dieser Frage noch, wenn man allgemein jetzt da überlegt, wenn man die ganzen anderen Tools nutzen müsste, die man ja durch Cucina hat, also wenn ich jetzt in die Patentsuchmaschinen gehe, Espassnet, hast du nicht gesehen, Adobe, hin und her, dann ist der Aufwand hier viel geringer und die Lernphase auch kürzer. So, ich gucke nochmal in den Chat. Keine weiteren Fragen im Moment. Dann vielleicht noch von mir eine Frage. Es ist häufig, und der Manfred hat es auch kurz angesprochen, Cucina ist wirklich so, man muss sich vorstellen, man sitzt im Besprechungszimmer mit dem Kollegen, mit der Kollegin und gibt die Anweisung an das Tool. Ja? Und dieses ganze Prompt Engineering, was wir überall lesen, und das ist eine unserer Philosophien auch, das Tool muss von Anfang an gut funktionieren und auf Qualität getrimmt sein. Deswegen ist diese Lernkurve bei uns nicht vorgegeben, die braucht man hier nicht, die sich Sorgen machen. Wir machen das ganze Prompt Engineering im Hintergrund. Mit der Zeit wird man so ein Experte wie Manfred und kann seine Prompts dann noch verbessern. Ja, und dann kommt man natürlich auf den nächsten Level, aber Cucina kann hochqualitative Eingaben, Pattern Drafting, Office Actions und so weiter von sich aus schon. Man muss einfach nur erklären, was habe ich denn vor? Ja, und dafür das ist nochmal ganz, Entschuldigung. Das ist nochmal ein ganz essentieller Punkt, den du da gerade ansprichst. Weil wenn ich überlege, wie viele Trainingsstunden hatten wir mit Cucina? Trainingsstunden von euch, von IPQuants beziehungsweise Questel? 2. Ja, 2 Stunden. Ja. Zweimal. Ich sage 4. Zweimal 2 Stunden, okay, dann waren es 2x2 Stunden. Aber das Wesentliche war eigentlich, wie logge ich mich ein? Ja? Wie komme ich mit der Oberfläche klar? Weil der Rest, so schizophren wie es klingt, wenn ich irgendwas wissen möchte, frag Cucina. Frag das Ding, was muss ich tun, damit du mir dieses Ergebnis lieferst? Und du kriegst innerhalb von 30 Sekunden eine Antwort, wenn du überhaupt so lange warten musst. Genau. Super. Ich denke, in dem Sinne, vielen Dank. Danke, Manfred, nochmal für deine Zeit, dass du hier mitgemacht hast. Danke auch an alle, die sich hier eingeloggt haben. Es kommt Follow-up, wenn ihr uns kontaktieren möchtet.
dann einfach den Marco anschreiben oder allgemein die Kontaktdaten von Questel. Und somit zurück an dich, Marco, und dann zum Abschluss. Danke. Ja, auch danke, Toni. Danke, Manfred. Ich glaube, von meiner Seite ist nicht mehr viel zu sagen. Bei Fragen gerne an uns melden, an uns wenden. IP Service Welt, wir freuen uns auf euch, auf Sie. Manfred ist, wie gesagt, vor Ort auch. Aber auch abgesehen von der IP Service Welt sind wir natürlich immer zu erreichen. Also so ist es nicht. Und wie gesagt, Manfred sitzt ja nicht weit weg von mir. Deswegen, wenn ich ab und zu mal rübergeschaut habe, dann war ich nicht abgelenkt, sondern habe Manfred direkt in die Augen geschaut. Das ist mir als Kundenbetreuer manchmal ein bisschen angenehmer, als im Bildschirm zu gucken. Und deswegen ist es ein gutes Stichwort für die IP-Service-Welt. Ja, dann schönen Abend noch oder schönen Start in den Abend und eine gute Zeit. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Ciao, Marco.